Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Keine gute Leistungsbilanz, Auftrag nicht genug erfüllt, Vertrauen angeknackst. Es ist ein ziemlich düsteres Zeugnis, das da der Berliner Regierungskoalition ausgestellt wird. Interessanterweise von einem, der selbst Teil davon ist. Vizekanzler Robert Habeck hat sich bei den Kolleginnen und Kollegen der ARD bitter beschwert über das Klima und den Arbeitsfortschritt innerhalb der Ampel. Jetzt muss man davon ausgehen, dass er damit auch ein Zeichen an seine eigene Partei setzen will, an die Grünen, denen er im vergangenen Jahr zu sehr Bittsteller beim Emir und zu wenig Klimaschützer war. Und dennoch bleibt für die Menschen in diesem Land die Frage: Was ist von einer Regierung zu halten, die sich selbst offenbar nicht mehr besonders gut findet? Daniel Ponzen. Heute Nachmittag. Sein Puls, so scheint es, hat sich wieder gesenkt. Nachdem er gestern neuerlichen Einblick gewährt hatte ins Seelenleben jener Koalition, die für sich den Namen Fortschrittskoalition erfand. Es ging gestern unter anderem um den Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch. Hier ist der Gesetzentwurf an die Bild-Zeitung. Und ich muss also unterstellen, bewusst geleakt worden, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden. Und eine Regierung, die das Vertrauen verspielt, hat natürlich ihr größtes Pfund verloren. Erstaunlich war für viele die Schärfe. Bewusster Vertrauensbruch, viel mehr Vorwurf geht nicht. An wen er adressiert war, ließ Habeck offen, auch heute. Das weiß ich nicht, denn es ist ja ein großes Geheimnis, woher die Journalisten ihre Quellen haben. So trat er im Regierungsviertel ein munteres Ratespiel los, wo nun die undichte Stelle lag, falls es sie gab, bei FDP, SPD oder doch gar den Grünen selbst. Geständnisse gab es keine, natürlich, aber Reaktionen, die ebenfalls etwas aussagten über die Atmosphäre in der Ampel, inhaltlich wie auch zwischen den Zeilen. Ich weiß nicht, wie dieser Gesetzentwurf in die Öffentlichkeit gekommen ist. Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass das aus grünen Ministerien passiert. Ich habe jetzt gemerkt, der Wirtschaftsminister hat anscheinend in seiner eigenen Partei ein bisschen Druck im Moment auf dem Kessel. Die Themen sind auch groß, die im Moment auf dem Tisch liegen. Aber ich glaube, man sollte mit dem Druck nicht so umgehen, dass man jetzt einfach in alle Richtungen deswegen koffert. Bei den Grünen gibt es nicht wenige, die in der Kanzlerpartei längst den subtileren koalitionsinternen Rivalen sehen, damit sie, die Grünen, nicht nächste Kanzlerpartei werden. Es ist diese taktische Ebene, die auch schon ihr Verhältnis beschwerte, und das in Zeiten so vieler ungelöster Fragen. Eben zum Beispiel, ob das geplante Heizungsgesetz nun kommt zum neuen Jahr oder nicht. Wir haben natürlich alle möglichen Konstellationen mit Gasetagenheizung, mit unterschiedlichen Besitzern, mit allen möglichen technischen Einschränkungen aufgrund des Denkmalschutzes. Deswegen im Grunde sind wir uns einig, aber im Detail stecken natürlich noch sehr viel Arbeit. Und das nicht nur hier. Die meisten noch offenen Fragen kreisen um das große Loch zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim Thema Klimaschutz. Am Sonntag ist Koalitionsausschuss und schon jetzt gibt es einen Ampelappell an sich selbst. Dass die Energie, die in diesen Streit gerade einfließen, besser dafür genutzt werden sollten, um inhaltlich und konzeptionell zu arbeiten. Bislang nämlich in der Tat scheinen erneuerbar vor allem jene Energien innerhalb der Ampel, die gegeneinander gerichtet sind, ganz unabhängig von Sonne, Wind und Wetter. Besonders im Visier des Wirtschaftsministers und von dessen Grünen ist der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Schönen guten Abend, Herr Wissing. Guten Abend. Was sollen wir denn von einer Regierung halten, die, ich zitiere den Vizekanzler, Gesetzentwürfe leakt, Gespräche absichtlich zerstört, des billigen taktischen Vorteils wegen? Also ich halte von solchen Dingen nichts, beteilige mich auch nicht daran. Die Zeiten sind ernst, wir müssen seriös regieren. Wir haben enormen Aufholbedarf in Deutschland. Die Dinge sind sehr lange liegen geblieben. Das Land braucht Fortschritt und daran arbeite ich. Seriös regieren. Gucken wir mal auf den konkreten Fall, der jetzt gerade in Diskussion ist. Ab 2024 soll es in neuen Gebäuden keine Öl- und Gasheizungen mehr geben. Diesen Zeitplan hatte die Koalition vor einem Jahr beschlossen, auch die FDP. Bei Bekanntwerden eines ersten Gesetzentwurfs erklärte die FDP dann aber, sie trage das Vorhaben nicht mehr mit. Ist das gute Zusammenarbeit und seriöses Regieren?
Eine Regierung muss die Sorgen der Bevölkerung sehr ernst nehmen. Menschen machen sich Sorgen, dass sie überfordert werden könnten durch den Transformationsprozess. Menschen wollen nicht durch immer neue Verbote eingeschränkt werden. Und deswegen müssen wir diese Dinge innerhalb der Regierung besprechen und klären. Wir haben immer gesagt, dass wir nichts davon halten, ein Verbot ans andere zu reihen, weil wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, der Bevölkerung. Aber Herr Wissing, es geht gar nicht um Verbote. Es geht darum, dass in neuen Gebäuden keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden sollen. Selbst Ihr Fraktionschef Christian Dürr hat heute gesagt, ihm liege gar kein Entwurf zum Verbot vor. Warum sprechen Sie von Verboten? Nein, entscheidend ist, dass wir Klimaschutz so betreiben, dass wir die Menschen mitnehmen. Niemand darf überfordert werden. Bauen, Wohnen, Heizen muss auch bezahlbar bleiben. Und diese Dinge müssen wir in der Regierung besprechen. Und wenn wir uns dann auf einen Gesetzentwurf verständigt haben, dann stehen wir auch dahinter. Aber es muss natürlich möglich sein, dass auch innerhalb einer Regierung unterschiedliche politische Positionen artikuliert werden. Wir brauchen das Ringen um die beste Lösung und nicht das Unterordnen besserer Ideen. Was jetzt ganz drängend tatsächlich in Brüssel von der EU erwartet wird, nämlich eine Aussage von Ihnen, Herr Wissing. Da war eigentlich, um das kurz zu erklären, eigentlich beschlossen, dass in der EU ab 2035 keine Autos mit Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen. Das haben Sie dann überraschend blockiert. Jetzt wundert sich ein Großteil der EU über das deutsche Vorgehen. Auf der anderen Seite gibt es Länder wie Italien, das jetzt draufsattelt und weitere Ausnahmen möchte. Am Ende, so ist die Befürchtung, fliegt die gesamte Gesetzgebung zum Verbrennermotor auseinander. Ist es das, was Sie wollen? Nein, auf keinen Fall. Ich möchte, dass wir Klimaschutz betreiben, und zwar Klimaschutz betreiben mit allen Möglichkeiten. Alle technologischen Lösungen sollen einen Beitrag leisten können, um klimaneutral mobil zu sein und unsere Logistikketten auch klimaneutral zu organisieren. Und deswegen kämpfe ich nicht gegen diese Regulierung, sondern ich kämpfe dafür, dass sie verbessert wird. Diese Regulierung hat ein Manko, und nämlich es fehlt das Element der Technologieoffenheit. Und das soll jetzt noch ergänzt werden. Dafür setze ich mich ein. Aber übrigens nicht überraschend, sondern das haben wir im vergangenen Jahr schon deutlich gemacht. Dafür hat die EU-Kommission einen Kompromissvorschlag gemacht. Der liegt auf dem Tisch. Sie wollten den prüfen. Wie haben Sie sich denn entschieden? Also es ist nicht so, dass nur die EU-Kommission Vorschläge gemacht hat, sondern wir haben auch welche gemacht. Und es handelt sich jetzt um ein sehr kompliziertes, auch europarechtlich sehr kompliziertes Verfahren. Und deswegen haben wir vereinbart, dass die Dinge jetzt auch sehr genau geprüft werden. Wir waren etwas unglücklich darüber, dass die EU-Kommission nicht früher Vorschläge auf den Tisch gelegt hat, weil wir das erwartet hatten, auch nach den Gesprächen, die wir im letzten Jahr geführt haben. Aber wir müssen jetzt nach vorne schauen. Wir brauchen eine Lösung. Und aber die wird jetzt EU-Kommission sehr sagt, die sorgfältig Zeit läuft ab. Miteinander besprochen. Morgen, Herr Wissing, ist EU-Gipfel in Brüssel. Die Zeit läuft ab. Die Europäer sagen, sie brauchen eigentlich eine Einigung bis Freitag. Das ist nicht mehr weit hin. Ist denn bis dahin dann grünes Licht auch von Volker Wissing zu erwarten? Oder riskieren Sie, dass quasi das gesamte Klimaschutzpaket der Europäischen Union am Ende kippt? Also mit Verlaub, wir reden um eine Regulierung, die für das Jahr 2035 uns sagt, wie es dann weitergeht. Und jetzt will man mir bitte nicht erklären, dass es jetzt auf einen Tag ankommt. Ich möchte aber auch nichts verzögern. Ich möchte sorgfältig prüfen. Und das ist auch im Interesse der Bundesrepublik Deutschland, dass diese Fragen sorgfältig geklärt werden. Und ich möchte, dass verbindlich vereinbart wird, dass wir eine technologieoffene Regulierung bekommen und nicht die Konzentration auf nur ein Mobilitätsangebot. Wie können wir denn annehmen, dass weniger mehr sein kann? Das halte ich für einen Irrtum. Und deswegen ist es uns sehr wichtig, das haben wir im vergangenen Jahr schon adressiert. Und deswegen ist es für niemanden überraschend, dass wir jetzt genau das Gleiche einfordern, was wir im letzten Jahr schon eingefordert haben. Und jetzt brauchen wir die notwendige Sorgfalt. Ich bin bereit, diese Fragen schnell zu klären. Ich bin aber nicht bereit, Vereinbarungen zu unterzeichnen, deren Tragweite und Inhalt ich nicht abschließend für die Bundesrepublik Deutschland geprüft habe. Wir sind aber in den letzten Tagen sehr weit gekommen, sind verhandlungsfähig und ich bin optimistisch, dass wenn die EU-Kommission unser Anliegen umsetzt und bereit ist, das aufzugreifen, dass wir dann auch zu einem Ergebnis kommen. Wir haben klare Vorstellungen. Herr Wissing, jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil das Interessante ist ja, dass selbst die Automobilindustrie, selbst die Lobbyverbände der Autobranche sagen, wir wollen eigentlich gar nicht diese Technologieoffenheit, die Sie hier ansprechen.
Wir setzen voll auf E-Mobilität, auf die Stromer. Das andere, was Sie wollen, nämlich E-Fuels, das wäre höchstens ein Kleinserienmarkt sozusagen. Kann man also annehmen, dass es Ihnen am Ende darum geht, gar nicht so sehr um dieses Detail, sondern am Ende darum geht, das gesamte Aus für den Verbrenner zu blockieren und zu stoppen europaweit? Also zunächst einmal, ich bin verantwortlich dafür, dass diese Gesellschaft mobil bleibt, dass auch die Bedürfnisse der Menschen ernst genommen werden, auch in der Fläche ein individuelles Mobilitätsangebot zu haben. Und da sehe ich die große Chance in der Technologieoffenheit, in der Vielfalt der Antriebsarten, die natürlich klimaneutral sein müssen und nicht in der Konzentration auf nur ein Angebot. Meine Sorge ist nicht welche Gewinne macht die Industrie damit, sondern meine Sorge ist was bedeutet denn diese Regulierung für die Beschäftigten und vor allen Dingen für die Bürgerinnen und Bürger, die ein bezahlbares Mobilitätsangebot brauchen, und zwar nicht nur im nächsten Jahrzehnt, auch im übernächsten Jahrzehnt. Und lassen Sie mich zum Verbrenner etwas betonen. Die Technologie des Verbrennungsmotors beherrschen wir in Deutschland besser als der Rest der Welt. Und es ist sinnvoll, wenn nicht alle Fragen der klimaneutralen Mobilität beantwortet sind, diese Technologie weiter in der Hand zu behalten. Was bringt es denn für einen Mehrwert, wenn wir sie jetzt verbieten? Es ist doch niemandem geholfen, wenn eine Technologie verboten wird, die uns klimaneutrale Mobilitätschancen in der Zukunft und auch heute schon ermöglicht. Gut, es klingt nicht so, als ob sich die FDP da jetzt in den nächsten Tagen mit Europa einigen wird. Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch heute Abend. Ich danke auch Ihnen und bleibe weiterhin optimistisch, dass wir eine Einigung schaffen werden. Wir werden es sehen. Das Gespräch haben wir vor 90 Minuten aus Termingründen aufgezeichnet. Es knirscht ja nicht nur bei Wärmewende und Verkehrswende, auch bei der Energiewende liegen die angestrebten Ziele und der tatsächliche Stand weit auseinander. Im Jahr 2030 sollen nach den Plänen der Bundesregierung mindestens 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen, wie Wind und Sonne. Derzeit ist es etwa die Hälfte. Auch hier kommt wieder Klimaminister Habeck ins Spiel, der bereits einen Turbo eingeschaltet hat, nur dass der bislang nicht wirklich zündet. Habeck versucht heute einen neuen Turbo und lädt zum Windkraftgipfel. Eva Schiller mit mehr dazu. Wenn im Norden viel Wind weht, könnte man meinen, ein guter Tag für Umwelt- und Stromkunden. Ist aber nicht so. Denn im Süden mit viel weniger Windrädern müssen sie Strom jetzt teuer zukaufen, um das Netz stabil zu halten. Wir bekommen einen seltenen Einblick in eine der großen Schaltzentralen. Jeden Tag bügeln sie das Nord-Süd-Gefälle aus, weil Leitungen fehlen. Dann führt das ja dazu, dass wir höhere Kosten haben. Und es führt dazu, dass man mehr CO2 emittiert, weil wir ja praktisch dort konventionelle Kraftwerke, meistens Kohlekraftwerke, eben extra anfahren müssen. Ein Dilemma, das schon lange währt und schwer schnell zu ändern ist. Also demonstriert Energieminister Habeck zumindest Tatendrang. Gestern Spatenstich für den Netzausbau, heute Windgipfel. Wir sehen doch nicht die Genehmigungsgeschwindigkeit, die notwendig ist. Mehr Flächen zur Verfügung zu stellen, schnellere Genehmigungsverfahren zu machen, ist dadurch eine Aufgabe geworden, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden. Und der Geist, mit dem wir hier mit den Ressortkolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet haben, spiegelt genau das wider. 5 neue Windräder pro Tag, das Ziel der Regierung. 5 Windkraftanlagen im Jahr waren es 2022 in Baden-Württemberg. Oft läuft es wie hier in Bretzingen. Eine Bürgerinitiative wehrt sich seit über 8 Jahren gegen den geplanten Windpark. Der Bürgermeister hat nichts gegen Windräder, aber ihn nervt das Diktat aus Berlin. Er fordert Mitbestimmung und eine Energiestrategie. Wir preschen jetzt bei den Windrädern vor, haben aber vergessen, den Netzausbau und dann auch die Speicherlösungen mit der gleichen Intensität voranzutreiben. Da haben wir noch eine große Lücke und ich sehe schon, dass wir Windparks bauen und Windräder dastehen haben, die sich da nicht drehen werden. Von 14.000 Kilometern neuen Netzen sind gerade mal 1.900 Leitungen im Betrieb, 1.500 genehmigt oder im Bau. Einige der Kilometer hätten wir uns schon längst am Netz gewünscht. Einige wären auch schon vor ein paar Jahren dran gewesen. Es nützt aber jetzt nichts, nach hinten zu schauen. Es sind Fehler gemacht worden. Für die Fehler werden wir jetzt bezahlen.
Und so kaufen sie in den Schaltzentralen im Süden weiter schmutzigen Strom zu, obwohl es im Norden genug grünen Strom gäbe. Und sie machen sich hier keine Illusionen. Bis der Ausbau der Netze und der Ausbau der Windkraft im Gleichgewicht stehen, werden noch viele Jahre vergehen. Ambitionierte Ziele, so sagen manche, das ist die Umschreibung für fast unmöglich. Andererseits wusste schon Lessing, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt. Hanna, du hast jetzt die Nachrichtenübersicht an diesem Mittwoch. Ja, und da blicken wir zuerst auf eine erneute Großrazzia in der Reichsbürgerszene in mehreren Bundesländern, bei der in Baden-Württemberg ein Beamter angeschossen und verletzt wurde. Der Schütze sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen mehrfachen versuchten Mordes ermittelt. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gibt es 5 weitere Beschuldigte, denen die Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird. Darunter laut Medienberichten ein Polizist und ein Angehöriger der Bundeswehr. Bereits im Dezember waren bei Razzien mehrere Personen aus dem Milieu festgenommen worden, die einen Sturz der Regierung geplant haben sollen. Zur Lage in der Ukraine. Dort sind bei russischen Luftangriffen in verschiedenen Teilen des Landes laut Behörden mindestens 14 Menschen getötet worden. Nach einem Drohnenangriff auf zivile Ziele nahe Kiew werden in den Trümmern noch Verschüttete vermutet. In Zaporizhia im Süden des Landes trafen Raketen Wohngebäude. Präsident Selenskyj ehrte Soldaten in der Nähe der schwer umkämpften Stadt Bachmut. Auch dort gab es nach ukrainischen Angaben wieder Tote und Verletzte. Nach der Verabschiedung der umstrittenen Rentenreform in Frankreich hat Präsident Macron das Vorhaben in einem Fernsehinterview verteidigt. Die Reform sei kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Die Bevölkerung davon nicht überzeugt zu haben, bedauere er. Oppositionspolitiker warfen ihm anschließend vor, arrogant zu sein und nicht zuzuhören. Auch morgen soll es wieder landesweit Proteste und Streiks geben. Nach dem tödlichen Angriff auf einen Transmann auf dem Christopher Street Day in Münster im vergangenen Sommer ist der Angreifer zu einer Jugendstrafe von 5 Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Münster sprach den 20-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig und ordnete die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt für suchtkranke Straftäter an. Der Angeklagte hatte im vergangenen August zunächst mehrere Teilnehmer der Parade beschimpft und dann den 25-jährigen Transmann niedergeschlagen. Im Krankenhaus verstarb das Opfer. Wir nehmen es als selbstverständlich, wenn wir den Mund unter den Wasserhahn halten. Und sauberes Wasser ist tatsächlich ein Menschenrecht. Aber jeder 4. Mensch auf dieser Welt hat kein sauberes Wasser. Die Vereinten Nationen beraten seit heute auf einer großen Wasserkonferenz in New York. Die letzte ist bereits 46 Jahre her. Dass die Erde zu 2/3 mit Wasser bedeckt ist, hilft wenig, denn nahezu alles Wasser ist Salzwasser in den riesigen Ozeanen. Nur ein winziger Teil, nämlich 3%, ist tatsächlich Süßwasser und das lagert hauptsächlich als Eis an Polkappen und in Gletschern. Bleibt auf der Welt nur knapp 1% als mögliches Trinkwasser übrig. Die gute Nachricht, selbst 1% wäre immer noch mehr als genug für uns alle. Doch es ist eben sehr ungleich verteilt. Einige Regionen, vor allem in Afrika, haben viel zu wenig Wasser. Oft kommen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen dazu, die auch die sauberen Wasserquellen treffen. Wie in Malawi, wo verunreinigtes Wasser gerade zu einem verheerenden Ausbruch der Cholera führt. Barbara Völkel und Christine Elsner berichten. Sie sind krank, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Die Menschen im ostafrikanischen Malawi. Das Land erlebt den tödlichsten Cholera-Ausbruch in seiner Geschichte. Die Zahlen sind erschreckend. Das Ausmaß der Cholera-Epidemie in Malawi ist dramatisch. Wir haben seit einem Jahr Cholera-Fälle, und zwar in einem ganzen Land, in allen 28 Distrikten. Wir haben über 55.000 Fälle, davon über 13.000 Kinder. Wir haben 1.700 Todesfälle. Keine sanitären Einrichtungen, keine Kanalisation. So leben die Menschen im Abwasser. Zusätzlich wird das Wasser durch Unmengen von Müll verschmutzt. Die Kinder, sie haben keine Alternative, trinken aus der Brühe, spielen darin. Die Folge: lebensbedrohende Krankheiten. Eine aktuelle Studie von UNICEF belegt, weltweit sterben täglich mehr als 1.000 Kinder durch verschmutztes Wasser.
Klimawandel und Kriege verschärfen den Kampf um sauberes Wasser. Allein in Afrika sind 190 Millionen Kinder von der Wasserkrise betroffen. Viele humanitäre Organisationen beobachten eine Zuspitzung der Wasserkatastrophe, das Ergebnis alarmierend. Wir sehen jetzt bereits, dass es in einigen Regionen, in denen Wasser knapp ist, zum Beispiel am Horn von Afrika, Konflikte zunehmen aufgrund des knappen Wassers. Familien sehen sich gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, weil sie nicht genügend Trinkwasser haben oder keine Weideflächen für ihre Tiere finden. Was leider zunimmt, dass Wasser immer mehr als Waffe eingesetzt wird. Das heißt, es werden gezielt Wasserstellen verschmutzt. Somit zählen weite Teile Afrikas zu den Regionen mit der größten Wasserunsicherheit der Welt. Was wir im Norden als selbstverständlich erachten, ist in Malawi ein kostbares Gut. Es gibt entweder zu wenig sauberes Wasser oder eben auch zu viel unsauberes Wasser. Und das ist häufig belastet mit giftigen Substanzen. Keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser haben 1/4 der Weltbevölkerung, also rund 2 Milliarden Menschen. Daher die Forderung an die Weltwasserkonferenz. Die Weltwasserkonferenz in New York ist eine einmalige Gelegenheit und wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Denn bis zum Jahr 2030 sollen alle Menschen weltweit Zugang zu Trinkwasser und zu sanitären Anlagen haben. Davon sind wir gerade noch sehr weit entfernt. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist eine neue globale Agenda für Wasser, für Abwasser. Dazu gehören zum Beispiel neue Brunnen, dazu gehören Tausende, Zehntausende Latrinen und neue Abwassersysteme. Große Anstrengungen. Doch um diese Ziele zu erreichen, so Experten, braucht es weitaus mehr Anstrengungen. Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins ein weiteres Mal angehoben um 0,25 Prozentpunkte. Eine Entscheidung, die mit Spannung erwartet wurde, denn die Fed steckt in einer Zwickmühle, Valerie Haller. Warum genau und wie ist jetzt dieser Zinsschritt einzuordnen? Ja, also die Fed steckt in einer Zwickmühle, weil sie einerseits die Inflation bekämpfen und dafür die Zinsen anheben muss. Andererseits sind die höheren Zinsen eine Belastung für Banken. Die Fed hat sich aber für die Zinserhöhung entschieden und sagt damit eigentlich zweierlei. Der Kampf gegen die Inflation muss sein und das Bankensystem ist stabil, also stabil genug, um die Zinsen wenigstens ein bisschen anzuheben. Insofern ist dieser Zinsschritt heute auch als Signal des Vertrauens an die Finanzmärkte zu verstehen. Aber anders als sonst bleibt die amerikanische Notenbank über weitere Zinsschritte vage. Da hält sie sich also alles offen. Also ganz so sicher ist sich die Fed ihrer Sache nicht. Die Turbulenzen bei den Banken sind noch nicht verdaut. Ja, und eine weitere wichtige Meldung heute, die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen. Genau, die Wirtschaftsweisen sagen, wir sind noch nicht über dem Berg. Die Energiekrise könnte uns im kommenden Winter wieder einholen. Aber immerhin, eine Rezession ist für sie vom Tisch. Die Inflation allerdings bleibt ihrer Ansicht nach weiter hoch. Entspannung erst 2024. Ja, im laufenden Jahr erwarten die Sachverständigen ein Mini-Wachstum von 0,2%. Im kommenden Jahr 1,3%. Damit attestieren sie Deutschland wenig Schwung. Eine Finanzkrise aber sehen die Experten nicht aufziehen, mahnen jedoch, die Bankenaufsichten seien nicht effizient genug, müssten schneller auf Probleme reagieren und häufiger mit Stresstests überwachen. Vielen Dank, Valerie, für diese Einschätzungen. In mehreren Bundesländern hat es wieder Warnstreiks im öffentlichen Dienst gegeben. In Hamburg wurde der Hafen für große Schiffe gesperrt, in vielen Städten der Verkehr lahmgelegt. An den Kundgebungen beteiligten sich Zehntausende Beschäftigte. Auch morgen soll gestreikt werden. Noch liegen die Positionen von Arbeitgebern und Gewerkschaften weit auseinander. Am Montag startet die nächste Verhandlungsrunde. Zu den Lottozahlen an diesem Mittwoch. Die lauten 19, 28, 33, 35, 38, 40, Superzahl 3. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Wollten Sie immer schon mal wissen, wie Schauspieler arbeiten? Sich in ihre Rollen hineinversetzen, hineinleben, für einen Theaterabend oder für einen Film jemand anderes werden? Einer der allerbesten, den wir hier haben in Deutschland, nimmt uns jetzt mit. Lässt uns ganz nah ran. Nicht an den Privatmann Lars Eidinger, sondern an den preisgekrönten Profi. Ein Jahr lang waren die Kameras dabei, das stört Eidinger nicht, im Gegenteil. Entstanden ist nicht nur ein Film über einen Schauspieler, sondern über das Schauspielen an sich, findet Claudio Armbruster.
Wenn ich sowas spiele, dann will ich, dass hier absolute Ruhe ist. Sein oder nicht sein? Wenn Lars Eidinger spielt, wird es nicht langweilig. Er macht sich nackt, körperlich und emotional. Mann! Lars Eidinger will gesehen werden, unbedingt. Eine Erfüllung, auf die man leidenschaftlich hoffen könnte. Sterben! Das ist nicht Eitelkeit, sondern tiefes Schauspielerbedürfnis. Ein Interview mit uns vor ein paar Tagen. Das wird genommen. Schnittbilder. Ich habe halt das Gefühl, wenn ich nicht gesehen werde, wenn ich kein Gegenüber habe, an dem ich mich orientieren kann, dann fühle ich mich seltsam verloren. Ja? Ich begreife mich nur durch das Gegenüber. Und es gibt eine Szene in dem Film, die eigentlich im Grunde die zentrale Szene ist, wo ich mit dem Regisseur aneinander gerate, weil er sich aus dieser Verbindung rauszieht. Bei den Proben zum Jedermann in Salzburg. Was macht ihr denn jetzt? Das ist ein komischer Moment. Was macht ihr jetzt? Was? Wie meinst du? Warum gehst du jetzt rüber und redest mit ihr? Es ist mir scheißegal! Es ist mir doch scheißegal, was du ihr sagst! Ich respektiere dich! Natürlich respektiere ich das! Natürlich respektiere ich, dass ihr was organisieren müsst. Kannst du es nicht verstehen? Kannst du es nicht verstehen, dass es ein sensibler Prozess ist? Da komme ich jetzt nicht so gut bei weg. So, aber es beschreibt mich halt trotzdem auch in meiner Widersprüchlichkeit oder Fehlerhaftigkeit. Bierchen? Egal welche Rolle er spielt. Musik? Hamlet, Richard III. Oder was auch immer. Es kann passieren, dass er ausbricht. Yeah. Put the needle on the record. Aus dem Text, aus dem Stück, dass er die Grenzen überschreitet. Push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Party people in the house, come on and let me hear you say yeah. Da gibt es die sogenannte vierte Wand, ja, wo man sagt, es gibt eine Trennung zwischen Zuschauer, Zuschauerinnen und Schauspielern. Und die versuche ich zu durchbrechen, einfach um den großen Trumpf des Theaters auszuspielen, die Unmittelbarkeit. Und ich glaube, deswegen wird es Theater auch immer geben, weil damit kann kein anderes Medium konkurrieren. Und das ist auch was die Leute fasziniert. Lars Eidinger ist ein Glücksfall für die Schauspielkunst. Und dieser Film ist ein Glücksfall für die, die sich für diese Kunst interessieren. Lars Eidinger ist unfassbar eitel und unglaublich unterhaltsam, schreibt die Filmkritik. Und großartig offen. Alles zu sehen. Ab morgen im Kino. Ja, und hier zu sehen gegen 0:30 Uhr unser Heute-Journal-Update mit Nazan Gökdemir. Und jetzt gleich nach uns das Auslandsjournal. Und von uns allen hier danke für heute und gerne bis morgen. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Unsere Regensummenkarte zeigt die Summe des Regens bis Sonntag. Sie sehen es hier, wie sich das Blau intensiviert, vor allem in den westlichen Mittelgebirgen. Bis zu 40 Liter auf den Quadratmeter, die dann runterkommen werden. Nach Osten hin ist es deutlich weniger. Und was wir noch sehen, auf der Alpen-Südseite Richtung Norditalien kaum nennenswerter Niederschlag. Hier setzt sich die Dürre fort. Wir schauen auf die Nacht und der Regen kommt von Südwesten auf, verlagert sich nach Nordosten, dort erstmal trocken und auch im Süden. Temperaturrückgang dabei auf 3 Grad an den Alpen und 11 Grad ganz im Westen Deutschlands, zum Beispiel am Niederrhein. Morgen dann am Vormittag im Norden viele Wolken und Regen, dazu Sturmböen. Ja, im Süden lässt dann der Regen allmählich nach. Die Sonne kommt schon häufiger hervor. Zum Nachmittag ist es dort trocken, aber nach Norden in Schauer und Gewitter, die können auch mal kräftiger ausfallen. Temperaturen dazu höchste Werte mit 21 Grad in Oberbayern, 17 Grad nach Osten hin und 11 Grad in Schleswig-Holstein. Dort wird es am kühlsten sein.
Ja, und die nächsten Tage weitere Schauer und Gewitter am Freitag. Dazu Sturm, vor allem Richtung Nordsee. Temperaturen 10 bis 18 Grad. Am Samstag fast überall im Land. Im Tagesverlauf mal Sturmböen, dazu Schauer und Gewitter 8 bis 14 Grad. Und der Sonntag wird spürbar kühler. Damit einen schönen Abend.